Ist diese Smartwatch wirklich so smart, wie wir alle denken? Oder ist nicht eine 22 Jahre alte mechanische Uhr aus Russland wesentlich smarter? Nun, ich liebe technische Gadgets. Und als die erste Version dieser Uhr in Deutschland auf den Markt kam, war das für mich ein No-Brainer. Ich habe sie sofort gekauft, obwohl alle Menschen um mich herum Warnungen aussprachen. Dann kann aber die Firma mit dem Apfel doch sehen, wie es um deine Gesundheit steht. Die kennen all deine Daten. Du wirst zum gläsernen Menschen. So ist das, wenn neue Technik auf den Markt kommt. Klar, Risiken und Nebenwirkungen gibt es immer. Aber für mich waren ein paar Dinge wichtig. Ich wollte nicht für jede Nachricht mein Smartphone aus der Tasche ziehen, sondern ich wollte gucken, lohnt es sich oder nicht, indem ich einfach auf die Uhr schaue. Das fand ich toll. Und was ich noch viel toller fand, war, dass hier mein Herzschlag überwacht werden konnte. Denn ich war ja schon in einem Alter, in dem man morgens aufstand, da wusste man nicht, lebte man oder war man schon tot. Und dann gucktest du auf die Uhr und da sagte dir der Puls, du bist noch da. Und das Gleiche galt natürlich dann für die mehrfachen Messungen am Tag. Nachteil: bei intensiver Nutzung und solche Gadgets, wenn sie neu sind, nutzt du intensiv, war der Akku nach 12 bis 14 Stunden leer. Aber hey, mit intelligentem Laden, also damals musstest du selber noch intelligent laden, dann konntest du auch die Uhr wirklich rund um die Uhr tragen. Dann hast du sie halt morgens, wenn du ins Bad gegangen bist, auf die Ladestation gelegt und abends vielleicht, wenn du noch mal kurz bevor du ins Bett gegangen bist, auch. Dann hat das meistens irgendwie geklappt. Aber es ist, wie es ist. Technische Gadgets, insbesondere der ersten Generation, haben so ihre Probleme. Und auch diese Uhr hatte ihre Probleme, denn als dann nach 2 Jahren das zweite Update kam, da machte die Uhr nur noch Mist. Sie sagt, ich habe nicht genügend Speicher, du musst mich formatieren, erst dann kann ich das neue Update aufspielen. Ein Problem, das viele Besitzer dieser Uhr hatten. Also habe ich das versucht und das war gar nicht so einfach, weil die Kommunikation zwischen Uhr und Smartphone und hast du nicht gesehen, das war noch nicht so ausgereift wie heute. Ich habe sage und schreibe einen Tag gebraucht, um dieses blöde Ding, also den Vorgänger, abzudaten. Und als sie dann endlich abgedatet war, lief das alles nicht mehr richtig. Die Uhr ruckelte, dann hast du doch gesagt, okay, wartest nur auf das nächste Update. Und das hast du dann gemacht. Wieder erstmal alles formatieren, dann das ganze Betriebssystem neu aufspielen, neu einrichten, wieder einen Tag verloren und es ruckelte immer noch. Die Uhr machte keinen Spaß mehr. Aber hey, du bist ja Tech-Nerd und es gibt ja schon ein Nachfolgemodell. Nein, nicht nur ein Nachfolgemodell, sondern ein Nachfolgemodell. Nichts wie her damit. Uhr gekauft, diesmal in der Vollausstattung mit dem größten Speicher, mit dem GPS und natürlich auch mit der SIM-Karte, also der eSIM, so dass man mit der Uhr telefonieren konnte. Man musste nicht einmal mehr das Smartphone mitnehmen. War das cool. Aber auch diese Uhr bekam nach 2 Jahren Probleme. Gerade aus der Garantiezeit raus wurde die Uhr beim Laden so extrem heiß, dass ich gedacht habe, da stimmt etwas nicht. Und ich lege mir sowas dann nicht mehr um das Handgelenk. Vor allen Dingen gab es damals viele Nachrichten um explodierende Akkus. Akku austauschen, das hat sich nicht mehr gelohnt, weil klar, das nächste Betriebssystem-Update wird wieder wahrscheinlich die Uhr unbrauchbar machen. Also habe ich die Uhr schweren Herzens zum Elektroschrott gegeben. Ich habe innerhalb von etwas mehr als 2 Jahren fast 1.000 Euro für sowas hier ausgegeben. Das ist nicht besonders smart. Ja, natürlich, es ist ein kleiner Computer am Handgelenk, es ist ein faszinierendes Stück Technologie, aber es ist nicht besonders nachhaltig. Also habe ich mir überlegt, was machst du? Kaufst du dir jetzt die nächste Smartwatch, vielleicht von einer anderen Firma? Und dann habe ich gesagt, nee. Ich erinnere mich an meine gute alte russische Uhr. 2004 gekauft. Mit dieser Uhr bin ich durch die Weltgeschichte gereist. Ich bin durch die Rocky Mountains geklettert. Ich war im Winter auf dem Atlantischen Ozean. Ich habe Dinge mit dieser Uhr gemacht. Da würde dir jeder Freund einer Schweizer Marke sagen, oh Gott, mach das bloß nicht mit einer mechanischen Uhr. Du machst die Uhr kaputt. Nein, die Dinger sind Panzer, wenn sie gut gebaut sind. Das Uhrwerk hier ist jetzt nicht das präziseste und das genaueste, aber 3-4 Sekunden Vorlauf am Tag, da habe ich keine Probleme mit. Ergo habe ich gesagt, nehme ich die wieder. Sie musste zu einer Inspektion, zu einer Revision und die hat mich 120 Euro gekostet und das war 2018, wir haben 2026. Seitdem läuft die wieder perfekt.
Ich habe insgesamt für diese Uhr in den letzten 22 Jahren 600 € ausgegeben. 2022 habe ich dann gedacht, versuch's doch mal mit einer Smartwatch. Und diesmal ist es die Version 7 wieder in der Vollausstattung. Und was soll ich sagen? Ich habe diese Uhr ein halbes Jahr lang am Handgelenk gehabt und ich war wieder völlig genervt von diesen ganzen Benachrichtigungen, Geplinge. Und mal abgesehen davon, wie viel Stil hat das Ding am Handgelenk? Wie viel Stil hat diese billige russische Uhr am Handgelenk? Ja, ich weiß, dass viele Leute sagen, hey, ich habe keine teure Schweizer Uhr. Eine teure Schweizer Uhr hat Stil. Nein, für mich hat jede mechanische Uhr mit einer Geschichte Stil. Vor allen Dingen, wenn sie das macht, was eine Uhr machen soll, dir die Zeit anzeigen. Eine Uhr ist für mich primär erstmal ein Werkzeug, ein Tool, das mir die Zeit anzeigt. Und zwar auf die komfortabelste Art und Weise. Ich hasse es, in der Tasche rumzukramen, erstmal das Smartphone rauszuziehen, drauf zu gucken, wieder in die Tasche zu ziehen. Da kann ich mir eine Taschenuhr kaufen. Hier gucke ich einmal kurz drauf und ich weiß, wie spät es ist. Das ist komfortabel. Und vor allen Dingen, sie zeigt mir nur das an, was ich auch wirklich brauche. Nämlich die Uhrzeit, das Datum und sie hat sogar noch eine Extra-Funktion. Ich kann damit Zeit stoppen. Das ist ein Chronograph. Und das funktioniert sogar ganz gut. Das habe ich 3-4 Mal tatsächlich auch im Job gebraucht. Also, diese Uhr hier ist die Reduktion auf das Wesentliche. Ich kann sie zum Anzug tragen, ich kann sie in der Oper tragen, im Konzert tragen, im Ballett tragen, ich kann sie im Kino tragen, ich kann sie outdoor tragen. Kann ich sie beim Tauchen tragen? Nein, aber ich tauche nicht. Trage ich sie beim Duschen? Könnte ich, mache ich aber nicht. Das ist ein Lederarmband dran, kann man vorher ablegen. Würde ich auch mit einer Smartwatch machen. Also kurzum, diese Uhr erfüllt ihren Dienst zuverlässig wie am ersten Tag. Und wie gesagt, sie ist 22 Jahre alt. Das nenne ich nachhaltig. Denn diese Uhr, die erzeugt keine Emissionen mehr. Doch ein leises Ticken. Aber keine Dampf, kein Rauch, kein Elektroschrott, kein gar nichts. Das ist ein rein mechanisches Werk. Automatisch? Nein, man muss es morgens aufziehen. Aber hey, dann hat man mal 5 Minuten mit diesem für mich wunderschönen Stück, weil es hängen wahnsinnig viele Erinnerungen daran. Und auch das ist, an sowas hängen keine Erinnerungen. Das ist ein Stück Technik, das man irgendwann, wenn es nicht mehr funktioniert, entsorgt. Das hier, das hat mich durch 14 Jahre, 15 Jahre aktiv meines Lebens begleitet. Und das hier, das ist mit so vielen Erinnerungen versehen. Wie ich sagte, ich bin 2-mal mit dieser Uhr in Kanada gewesen. Ich bin auf dem Atlantik gewesen, auf einem Seenotrettungskreuzer. All diese Dinge habe ich mit der Uhr gemacht. Und an all diese Dinge erinnere ich mich, wenn ich auf diese Uhr schaue. Und dass es noch viel nachhaltiger geht mit einer Uhr, dass sie nämlich viel länger halten, das beweist diese Uhr. Das ist die erste Uhr meines Vaters. Die hat er 1965 gekauft und sie läuft immer noch. Okay, sie war 3-mal in der Revision. Das letzte Mal habe ich sie in die Revision gegeben. Aber sie läuft immer noch genauso präzise wie diese Uhr. 5-6 Sekunden Vorlauf in 24 Stunden. Und das heißt etwas. Das Uhrwerk ist 65 Jahre alt. Vergleicht das doch mal. Das hier hat Stil, das ist elegant. Das hier ist nur ein klobiger Klotz am Handgelenk. Und wenn ich einen Anzug trage oder ich mir ja schick mache, dann würde ich doch alles tun, aber nicht sowas ans Handgelenk legen. Und jetzt kommen für mich die Besonderen, nämlich diejenigen, die hier die Smartwatch tragen und hier eine sehr teure Schweizer Uhr. Und dann schauen Sie natürlich nicht auf die teure Schweizer Uhr, für die Sie viel Geld gegeben haben. Sie schauen auf die Smartwatch, um die Uhrzeit zu sehen. Oder Sie ziehen Ihr Smartphone aus der Tasche, um die Uhrzeit zu sehen. Ich hau mir doch keine teure Uhr ans Handgelenk, wenn ich sie nicht genießen kann. Wenn ich nicht einmal sage, wow, du hast dir aber eine schöne Uhr gekauft, die steht dir, die passt zu dir. Die ist ein Teil deines Lebens, da hängen Erinnerungen dran. In diesem Sinne, bleibt kreativ, gehabt euch wohl und ich hoffe, dass euch diese etwas andere Folge vielleicht gefallen hat. Wenn ja, ihr wisst schon, da die Sache mit dem Glöckchen und dem Daumen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.